Ja, hallo zusammen. Wir sind wieder hier bei Business Insights, immer noch auf Island. Und hier mit dem Wetter, mit dem Wind, überlegt man ja auch immer wieder, was für kalkulierbare Risiken kann ich eingehen, wie weit kann ich gehen, auch bei der Dunkelheit und bei den Klippen und Felsen. Ja, und jetzt kann man die ganze Frage natürlich auch auf euch übertragen. Ich werfe dir einfach mal das Stichwort kalkulierbare Risiken hin. Ja, gerne. Also wir haben ja viele Risiken auch erlebt in diesem Urlaub. Die Straßen sind vereist, plötzlich fängt es an zu schneien, plötzlich kommt der Sturm, der Schneesturm. Man muss sich in Sicherheit begeben, man muss sich in eine Unterkunft begeben. Wenn man auf eine Strecke fährt, muss man überlegen, wagt man die Strecke, wenn es anfängt zu schneien, oder kommt man dann nicht mehr zurück und so Ja, weiter und und so viele fort. Straßen waren auch gesperrt und immer wieder jeden Tag neu die Straßenkarte zu studieren und die Wetterkarte. Es gab auch sehr viele Überraschungen. Dann ist man auf einer Reise, hat zum Beispiel eine Höhentour gebucht, und dann kommt plötzlich ein Blizzard, Schneesturm, ja, und du siehst nichts mehr, du weißt gar nicht, ob du das überhaupt schaffen kannst und so weiter. Also die Risiken, wir haben ja wie gesagt auch schon viele Autos im Straßengraben gesehen. Und jedes Mal, wenn man hier vom Hotel aufbricht, wird man daran erinnert, drive safely und so weiter und so fort. Also das ist schon spannend. Wir haben ja Gott sei Dank einen schönen Jeep mit Spikes und so weiter und so fort, aber trotz alledem, hier wird einmal auch klar gesagt, das hilft auch alles nichts, wenn die Wetterbedingungen nicht dir freundlich gesinnt sind. Und deswegen haben wir auch immer darüber diskutiert, natürlich in diesem Urlaub, welches Risiko gehen wir ein. Ja? Und wir haben auch immer die Grundlage verfolgt, dass wir sagen, okay, ohne Risiko geht es hier nicht. Ja? Es ist ein Risiko, es ist ein Abenteuerurlaub. Ja? Aber wichtig ist, dass die Risiken kalkuliert sind. Also dass wir zuvor wissen, so gut wie möglich uns informieren. Ja? Dass wir uns informieren, dass wir sagen, okay, wir studieren die Wetterkarte, Wetterbedingungen. Wir suchen uns die beste Wetter-App aus. Nicht nur eine Wetter-App, die irgendwie so ein bisschen anzeigt, sondern ich habe so eine Wetter-App, die zeigt mindestens 15 Spalten an, genau Meter pro Sekunde, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Sicht und also 1000 Maßeinheiten. Wirklich die beste Wetter-App. Windy heißt die übrigens, ja. Und ja, also das ist zum Beispiel mal die eine Grundlage. Die andere Grundlage ist natürlich auch, ja, welche Straßen sind gerade gesperrt, welche Straßen sind frei, wo ist Verkehr und so weiter und so fort. Und ja, wie weit kommen wir und. Und Ja, das sind alles Informationen, die wir uns vorher zusammensuchen, um eine möglichst beste Einschätzung der Lage zu machen und dann zu entscheiden, okay, auf welche dieser Touren lassen wir uns ein und auf welche dieser Touren lassen wir lieber die Finger davon. ja, genau. Also wenn man was erleben möchte, muss man eben auch ein gewisses Risiko eingehen. Wenn man Offroad fährt und einfach mehr sehen möchte, das Land erleben möchte, so wie es ist, und auch die Naturschönheiten bewundern möchte. Genau, denn wir haben wirklich fantastische Dinge gesehen. Können wir vielleicht auch ein paar Videos noch einblenden. Wir waren in einer faszinierenden Eishöhle, da war das Eis aus der Wikingerzeit und das war traumhaft. Wir haben eine Lagune gesehen, in der ein Gletscher seine Eisberge reinkalbt, und wir haben also heiße Quellen gesehen, und also es war wirklich atemberaubend. Wir hätten uns natürlich auch irgendwo einen Flug buchen können und 10 Tage in die Sonne nach Mallorca legen können. Das wäre natürlich weniger risikovoll gewesen. Okay, vielleicht kriegt man dann noch einen Sonnenbrand oder so. Wäre auch möglich gewesen, aber naja, also ehrlich gesagt, wir haben jetzt diesen Urlaub hier bevorzugt, und das macht auch einfach viel Spaß. Und ja, jetzt das Übertragen auf letztendlich ERP-Projekte ist doch so. Also ich meine, klar, viele gehen das vielleicht nicht an, weil sie sagen, ja, ich will kein Risiko eingehen. Also muss man schon ganz ehrlich sagen, ohne Risiko geht es nicht. Ne? Also ohne Risiko gibt es keinen Fortschritt. Man muss schon mal aus der Komfortzone rausgehen und muss schon mal was wagen. Ne? Bedeutet das, dass man jetzt unkalkulierbare Risiken eingehen muss? Nee, das muss man eben genau nicht. Und genau da ist eben genau dieses Thema der Übertragung der Wetterkarte und auch der Informationen, wie man sich vorher informieren kann. Und dafür gibt es ja genau dieses Thema Business Process Intelligence. Ja, also Geschäftsprozess, letzten Endes Management und intelligente Technologien des Geschäftsprozessmanagements, wiederverwendbare Prozessbausteine aus Prozessbibliotheken, die schon erfolgreich angewendet wurden und so weiter und so fort. Und da ist es möglich, sich in einem Cloud ERP Assessment, so nennen wir das, ja, Assessment ist im Prinzip der Moment oder die Stunde vor der Reise, in der man sich genau informiert.
was man tut, worauf man sich einlässt, welche Reise man plant, welche Schritte man geht, wie viel es kostet und so weiter und so fort. Und dieses Cloud ERP Assessment ist so wichtig, weil es eben genau die Risiken in einem Cloud ERP Projekt minimiert und zu kalkulierbaren Risiken macht. Es kann immer was Unerwartetes passieren. Seien wir ganz ehrlich, es kann immer was Unerwartetes passieren. Aber das Unerwartete so gering wie möglich zu machen, das ist letzten Endes das Konzept der kalkulierten Risiken, und wir können durch die Technologien, die wir im Cloud ERP Assessment, die Technologien und Methoden, die wir im Cloud ERP Assessment anwenden, genau diese Risiken kalkulierbar machen, sodass wir dann, wenn wir uns auf die Reise begeben, schon ziemlich sicher sein können, dass es gut geht.